Heute zeige ich euch das einfachste Rezept, um Sauerteig anzusetzen. Vor allem aber zeige ich euch, wie einfach ihr den Sauerteig anschließend verwenden könnt. Wenn ihr Sauerteig anmischen wollt, dann ist das Allerwichtigste, dass ihr wirklich richtig sauber arbeitet. Und all eure Utensilien habt ihr am besten vorher abgekocht. Der allererste Schritt ist, wir brauchen Roggenmehl, 50 Gramm. Das gebe ich hier in mein Glas. Das hat ein Fassungsvermögen von 850 Millilitern. Dann habe ich hier 50 Milliliter Wasser. Die Temperatur sollte zwischen 30 und 40 Grad betragen. Ich messe mal die Temperatur. Wir haben jetzt 36 Grad. Das kann ich also nehmen. Das Wasser gebe ich einfach auf mein Mehl und verrühre das mit einem Silikonlöffel. Dann geben wir den Deckel drauf und das Ganze stelle ich jetzt für 12 Stunden an einen warmen Ort, wo ihr am besten so eine Raumtemperatur von etwa 30 Grad habt. So, nach 12 Stunden hat sich noch nicht allzu viel getan. So schaut mein Sauerteig jetzt aus. Das rühre ich einmal durch. Den Deckel wieder drauf und für weitere 12 Stunden an einen warmen Ort stellen. Nach weiteren 12 Stunden, also insgesamt 24 Stunden, sieht mein Sauerteig jetzt so aus. Da ist noch nicht allzu viel passiert. Jetzt nehmen wir 50 Milliliter Wasser. Das kippe ich jetzt hier rauf. Vermische das erstmal. Und jetzt gebe ich wieder 50 Gramm Roggenmehl 1150 dazu. Und wieder gut miteinander vermischen. Jetzt gebe ich wieder den Deckel drauf. Das Ganze lasse ich jetzt etwa 24 Stunden an einem warmen Ort gehen. Am besten bei einer Raumtemperatur von ungefähr 30 Grad. Heute ist der 3. Tag. Und ich fütter meinen Teig jetzt zum 2. Mal. So schaut das Ganze jetzt aus. Man sieht, hier sind ganz kleine, feine Bläschen. Obendrauf sieht man noch nicht so viel. Hier habe ich wieder 50 Milliliter Wasser, 50 Gramm Roggenmehl und verrühre das. Setze den Deckel wieder drauf und stelle das für 24 Stunden zur Seite. Wieder möglichst an einen warmen Ort. Ja, heute ist der 4. Tag. Ja, auch jetzt hat sich noch nicht allzu viel getan. Hier sind immer noch eher kleine, feine Bläschen. Von innen hat sich auch noch nicht so viel getan, aber es ist auf jeden Fall nach oben gestiegen. Heute ist der 5. Tag. So sieht das Ganze aus. Wir wiederholen die Prozedur, wie die letzten Tage auch. Gebe wieder Wasser dazu, 50 Milliliter und wieder 50 Gramm Roggenmehl. So, ich denke mal, das reicht. Wieder den Deckel drauf und für 24 Stunden zur Seite stellen. So, und jetzt schaut euch meinen Sauerteig mal an. Ist der nicht heftig aufgegangen? So sieht er jetzt nach weiteren 24 Stunden aus. Und das ist jetzt unser fertiger Sauerteig. Man sieht richtig, wie hoch er gestiegen ist. Ganz viele Blasen sind entstanden und auch obendrauf fängt es an zu blubbern. Schaut mal, man sieht richtig, wie der Sauerteig jetzt aktiv geworden ist. Das riecht richtig angenehm, leicht säuerlich, nicht zu stark, aber der Sauerteig ist ja auch noch ganz frisch. Jetzt rühre ich das noch einmal um. Ja, dann könnt ihr auch sehen, wie stark der hochgekommen ist. Schaut mal, was sich in den letzten 24 Stunden getan hat. Wahnsinn. Unser Sauerteig ist jetzt also fertig. Was machen wir damit? Ganz
einfach. Deckel drauf und einfach in den Kühlschrank stellen, so wie er da steht. Wenn ihr jetzt Sauerteig braucht, holt ihr euch das Glas aus dem Kühlschrank. Dann entnehmt ihr je nach Rezept zum Beispiel 50 Gramm. Die holt ihr raus und lasst die bei Raumtemperatur ein bisschen warm werden. Und dann ersetzt ihr 50 Gramm. Das heißt 25 Gramm Wasser, 25 Gramm Mehl, einfach wieder zufüttern und dann den Sauerteig wieder ab in den Kühlschrank. Ihr könnt ihn theoretisch auch noch mal 24 Stunden draußen stehen lassen. Ich mache das nicht. Ich stelle das Ganze einfach wieder in den Kühlschrank und da könnt ihr den Sauerteig unangetastet 1 Woche oder 2 Wochen stehen lassen. Dann gebt ihr noch mal ein bisschen Mehl dazu, rührt das noch mal um. Das heißt, ihr füttert den Teig noch mal und dann lasst ihr den Sauerteig einfach wieder im Kühlschrank weiter stehen. Nach einer gewissen Zeit sieht das Glas nicht mehr so schön aus. Die Reste trocknen an, dann füllt ihr das einfach in ein frisches Glas um. Das Glas macht ihr sauber, das kocht ihr natürlich vorher aus, damit das Glas wirklich sauber ist, damit sich dort kein Schimmel sammelt. Und dann füllt ihr euren Sauerteig um und dann ist alles schön frisch und sauber. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt euch ein Stück Backpapier nehmen, auf den Tisch ausbreiten und eine dünne Schicht Sauerteig mit einem Spatel verteilen, trocknen lassen und dann als Pulver klein zermahlen in ein Schraubglas und dann habt ihr auch immer einen Sauerteigstarter. Ich schreibe euch das alles aber nochmal in die Beschreibung. Schaut da also rein, da schreibe ich euch alles Wichtige rein. Ich habe immer wieder gelesen, dass Leute sich Sauerteig ansetzen, ein kleines bisschen als Anstellgut abfüllen und den Rest wegschmeißen oder verschenken. Das muss man überhaupt nicht machen. Mischt euch so viel, wie ihr braucht, mischt euch das an, was ihr braucht, nehmt ihr raus, das ersetzt ihr wieder und dann könnt ihr euren Sauerteig, wenn ihr sauber arbeitet, wirklich über Jahre verwenden. Es muss ein locker aufliegender Deckel sein, auf keinen Fall ein Schraubverschluss und ihr dürft hier auch keine Klammern aufsetzen. Ihr habt gesehen, wie hoch der Sauerteig kommt und dann läuft euch das über oder im schlimmsten Fall platzt euer Glas. Ich stelle meinen Teig jetzt in den Kühlschrank und verwende das in meinen nächsten Broten. Am Ende des Videos werde ich euch immer wieder aktuelle Brote mit Sauerteig verlinken. Ganz wichtig nochmal, schaut bitte in die Infobox, da schreibe ich alles Wichtige nochmal rein. Falls ich auch jetzt hier irgendeinen Schritt vergessen habe, da könnt ihr nochmal alles Wichtige nachlesen. Also dann viel Spaß beim Sauerteigbacken. Ich habe mich selber lange davor gesträubt, aber mit dieser Methode ist es wirklich total einfach und das schafft auch ihr. Also viel Spaß beim Backen.